Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge Ein Tag mit Travel Senior. Heute kurz entschlossen einmal rein ins Wohnmobil und auf geht es nach Quedlinburg. Gleich geht es von der 207 auf die A24. Ich habe dann noch etwa 4 Stunden auf der Autobahn. Drückt mir die Daumen, dass ich gut durchkomme. Wir sehen und hören uns dann morgen in Quedlinburg. Tja, ist dieser Blick nicht fantastisch? Wir befinden uns hier auf dem Sternkiekerturm. Und wie schon angekündigt, besuchen wir heute die Stadt Quedlinburg. 922 das erste Mal erwähnt, 994 mit dem Stadtrecht bedacht. Heute hat Quedlinburg 28.000 Einwohner, ist über 1000 Jahre alt und gehört zum UNESCO-Welterbe. Ja, starten wir einfach. Hier vom höchsten Turm Quedlinburg, vom Sternkiekerturm oder auch vom Lindebeinturm, kann man die Stadt wunderbar überblicken. Der Turm ist 42 Meter hoch. Damals diente er als Wehrturm und war ein Teil der Stadtbefestigung. Hier vor uns, also ganz in der Nähe, die Lindebeinsche Villa. Tja, ein wirklich malerischer Ort mit vielen kleinen Gassen und Plätzen. Was sofort auffällt, sind die vielen kleinen gepflegten Fachwerkhäuser. Über 2000 und aus 8 Jahrhunderten. Man mag es kaum glauben, aber Quedlinburg besitzt insgesamt 14 erhaltene Kirchen und Kapellen.
Vom Sternkickerturm aus führt mich nun mein Weg an der Linderbeinschen Villa vorbei hin zum Schloss. Quedlinburg ist übrigens ein idealer Ausgangspunkt, um die Umgebung zu bewandern. Hier im Ort starten mit dem Seltgetalstieg und dem Harzer Klosterweg gleich 2 Touren, auf denen Stempel gesammelt werden können. Tja, und weiter führt mich mein Weg durch viele enge und märchenhafte Gassen mit diesen fast unzähligen Fachwerkhäusern. Ganz in der Nähe der Stiftkirche St. Servati finden wir diesen Platz, der zum Verweilen einlädt. Diese ehemalige Stiftkirche oder auch Quedlinburger Dom genannt, ist dem heiligen Dionysos geweiht und ein Denkmal hochrangiger Baukunst. Und auch von hier aus, vom Domberg, hat man einen wunderbaren Blick über die gesamte Stadt.
Die Kirche oder auch der Quedlinburger Dom, der den Domschatz beherbergt, wurde zwischen 1070 und 1129 nach Christus errichtet. Ja, ich hätte euch gerne noch ein paar Filme gezeigt und auch ein paar Fotos, aber das Fotografieren und Filmen war mir nicht erlaubt. Also muss ich euch diese Sachen schuldig bleiben. Jetzt möchte ich mit euch den Münzberg erklimmen. Ich glaube, erklimmen ist das richtige Wort. Ja, nachdem ich beim Schloss war, aber bei meinem Glück ist mal wieder eine Baustelle. Ins Schloss rein, ja, fotografieren, aber veröffentlichen nicht. Der Kurator war leider nicht zugegen und auch nicht erreichbar. Jedenfalls nicht, als ich jetzt hier vor Ort war. Ja, also geht hier weiter den Treppenstieg hoch auf den Münzberg. Und weiter durch diese herrlichen engen Gassen. Das hat schon was, so ein bisschen wie in einem Märchen. Ja, und woher hat der Münzberg wohl seinen Namen? Also die Münze wurde hier nicht geprägt oder Münzen wurden hier nicht geprägt. Der eigentliche Anlass oder die eigentliche Bedeutung ist eine traurige. Und zwar damals gab es viele arme Leute, Bettler, die wollte man auch nicht in der Stadt haben. Und darum wurden die dann dementsprechend der Stadt verwiesen. Und sie siedelten sich dann hier um das Kloster an und bettelten nach Münzen. Ja, und daher der Name Münzberg. Vom Münzberg aus geht es weiter in Richtung Innenstadt. Als erstes begegnet uns der Schachtbrunnen. Der Schachtbrunnen hat seinen Namen von einem Kaufmann namens Friedrich Schacht. So ist er benannt worden, ist denkmalgeschützt und er befindet sich in der Blasestraße. Westlich des Marktplatzes der Stadt, unmittelbar vor der südwestlichen Ecke der St. Blase-Kirche. Und weiter geht es über den Marktplatz hin zu einer der ältesten Rathäuser in Mitteldeutschland. Das Rathaus fand erste Mal Erwähnung 1310. Es ist 25 Meter breit und 17 Meter hoch.
Und hier sehen wir eine Ritterfigur, das ist der Quedlinburger Roland, erstmals erwähnt 1460. Die Geschichte dieser Statue ist auch recht interessant, ein Auf und Ab, zerstört, wieder aufgebaut, neu aufgestellt. Gerne einmal nachlesen. Ja, so wie ihr seht, bin ich schon fleißig beim Schneiden. Ich denke mal, es war wieder interessant für euch und informativ. Wir sehen uns auf alle Fälle beim nächsten Mal, wenn es in Richtung Cliffhäuser geht. Bis dahin, lasst die Haare wehen.